Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Tortorici, in den Bergen Siziliens. Und ich wollte heute eigentlich Richtung Taormina fahren, über die Berge, über 3 Pässe. Aber das werde ich jetzt nicht tun, sondern wieder zurück zur Küste fahren und dann Richtung Messina. Und wenn du wissen willst, was ich dabei dann alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Der Grund für die Planänderung ist das Wetter. Wie gesagt, ich muss über 3 Pässe, die so ungefähr 1200 Meter hoch sind. Und die liegen in den Wolken momentan. Und es ist sehr, sehr kalt. Hier unten sind es 8 Grad. Ich weiß nicht, wie kalt es da oben ist. Es kommen immer mehr Wolken und es hat keinen Zweck. Dann sehe ich da oben nichts. Ich befinde mich, wie gesagt, hier in Tortorici. Ich wollte jetzt eigentlich hier über die Berge nach Taormina fahren. Aber das funktioniert jetzt leider nicht, wegen dem Wetter. Und deswegen fahre ich jetzt wieder zurück nach Cap d'Arlando und dann hier oben nach Messina. Ja, das ist sehr, sehr schade, dass das jetzt nicht klappt, aber es hat wirklich keinen Zweck. So, ich da oben in den Wolken, in der Kälte. Es ist schon hier kalt genug. Ich bin auf 485 Meter Höhe. Und ja, es ist sehr, sehr frisch. Auf jeden Fall ein ganz nettes Örtchen hier. Gestern gar nicht mitbekommen, weil ich Angst hatte, dass es regnet. Ich bin auf jeden Fall erstmal in einer Bar. Tja Leute, was soll ich sagen? Ich habe einen Kaffee getrunken. Jetzt mache ich Quatsch. Ich bin nämlich jetzt nicht runtergefahren. Das erschien mir nämlich noch kälter. Und fahre jetzt rauf. Wenigstens wird ein paar Kurven. Guck mal, wie das so läuft. Runterfahren kann ich immer noch. Das ist das Tal, durch das ich gestern hierher gefahren bin. Gar nicht gemerkt, dass ich auf fast 500 Meter hochgefahren bin von Meereshöhe. Jetzt geht es wie gesagt auf 1200 Meter. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 11. April 2023. Es ist wechselnd bewölkt. Ich weiß nicht, ob die Sonne noch weiter rauskommt, ob ich gleich umdrehe oder ob ich über diesen Pass fahre oder die Pässe. Es ist kalt, aber ich wage es jetzt trotzdem. Es geht jetzt hier in mehreren sehr langgezogenen Kehren bergan. Noch nicht ganz so steil. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn die Kehren vorbei sind. Ich habe inzwischen 100 Meter gewonnen und bin auf 560 Metern. Wird warm. Ich habe schon die dickeren Handschuhe ausgezogen und die dünneren angezogen. Die werde ich wahrscheinlich dann bei der Abfahrt wieder brauchen, aber das ist noch sehr, sehr weit weg. Da unten liegt Tortorici. Ja, da habe ich schon einiges geschafft. Aber es geht noch sehr viel weiter. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Die Hälfte ist die Hälfte der Höhenmeter vom Meer ausgerechnet. Es ist auch Verkehr hier. Die sind teilweise sehr ungeduldig und überholen noch in Kurven. Es sind auf jeden Fall fantastische Ausblicke hier. Es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, hier hochzufahren, auch wenn ich jetzt eventuell umdrehen muss. So, hier gibt es jetzt auch Wasserstellen, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann. Ich habe das aber schon in der Wohnung gemacht. Ja, das Wasser ist hier aus der Leitung trinkbar und die Vermieterin meinte, es wäre sehr gut. Ich glaube, das ist die letzte Kehre. Ab jetzt geht es gerade aus dem Berg hoch. Ich hoffe, die Ingenieure haben damals auf die schwach motorisierten italienischen Autos Rücksicht genommen. Oh, der erste Ort, wahrscheinlich auch der letzte für eine Weile. Mal schauen. Es ist inzwischen fast 10 Uhr. Ich bin auf 720 Meter hochgefahren. Ich schwitze wie verrückt. Die Abfahrt muss ich mir auf jeden Fall was Trockenes anziehen. Das habe ich am Logara-Pass in Albanien falsch gemacht. Ich hatte dann die nächsten Tage so eine Art Erkältung. Und wenn ich es richtig sehe, liegt da vorne auf den Bergen Schnee. Oh je,
Was habe ich da gemacht? So, ganz da unten liegt Tortorici oder Tortorici. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Oben auf den Bergen liegt Schnee. Ich glaube es nicht. Kommt doch tatsächlich noch ein Ort. Ja, und es kommen auch doch noch mal Kehren. Nur weiter oben. Ja, da komme ich her. Komplett verrückt. Ich weiß nicht, warum ich es immer mache. Aber ich mach's. Jetzt kam einer im Rallye-Stil den Berg hochgefahren, mit so einem Golf GTI oder sowas. Da war ich froh, dass ich am Rand stand, schön weit weg. Giorno, was der jetzt vorhat, weiß ich nicht. Schnell vorbei. Ja, hier rauchen die Öfen, weil es so kalt ist. Meine Wohnung hatte gestern tatsächlich auch eine Heizung, Zentralheizung, und die lief auch. Als ich ankam, habe ich mir solche Sorgen gemacht, dass in diesem alten Steinhaus so kalt wird. Aber sie hat die Heizung angestellt, sehr freundlich. Ich bin inzwischen auf 800 Metern hoch, sind also nur noch 450. Hier war wohl mal eine Bar. Oh, da sind noch Leute drin. Muss ich doch mal schauen, ob ich da eine Anino bekomme. Ja, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Viel zu lange. Aber ich habe was zu essen bekommen. Das war meine große Sorge. Mir ging nämlich da gerade die Energie aus. Ist mir jetzt ein bisschen zurückgekommen. Ja, ich brauche noch Energie. Denn es ist noch weit. So, jetzt kommt was Lastwagen-ähnliches. Mal sehen, wie der jetzt an mir vorbeikommt. So, hier nochmal ein Blick auf die umliegenden Gipfel und schneebedeckten Berge. Ich bin inzwischen auf 920 Metern hoch. Es ist 11:15. Also bis Taormina schaffe ich das heute auf keinen Fall. Ist aber auch egal. Ich habe Zeit. So, jetzt bin ich auf etwas über 1000 Metern und habe das erste Mal Blick auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob das jetzt von hier aus ein Stück wieder runter geht. Sieht fast so aus. Mal schauen. Ja, es geht erstmal ein Stück runter. Mal sehen, wie weit. Und wie weit ich dann wieder hoch muss. Es ist absolut ruhig hier. Man hört nur mein Geschnaufe. Und alle 10 Minuten kommt mal ein Auto vorbei. So, ich muss jetzt hier rechts nach Randazzo. Vorne ist eine Aussichtsplattform. Mal schauen, wie es da aussieht. Jetzt ist gerade ein Auto an mir vorbei durch eine Pfütze gefahren. Jetzt bin ich nass. Ja, holla die Holde. Ich bin in Bayern. Nicht ganz, aber wunderschön hier. So, meine App zeigt mir an, dass ich immer noch über 1000 Meter bin. Ich bin also gar nicht so weit runter. Aber jetzt geht es wieder hoch. Ja, die Straße windet sich jetzt hier den Berg hoch. Und man muss ein bisschen aufpassen in den Kurven, weil den Italienern fällt es sehr schwer, auf ihrer Spur zu bleiben. Die schneiden gerne. So, hier nochmal der Blick zurück, beziehungsweise zur Seite. Ich bin inzwischen auf 1120 Metern. Also jetzt noch 150 Meter vielleicht. Bis zum Pass sind es, glaube ich, noch 2 Kilometer. Das geht da jetzt da links hoch. Zu meinem Erschrecken habe ich aber gerade auf der Karte gesehen, dass es nicht 3 Pässe sind, sondern 4 mindestens. Ja, mal schauen. So, jetzt bin ich 1200 Meter hoch. Jetzt fehlen noch 50 bis zum ersten Pass. Und dann geht es in Wellen über 3 weitere Pässe, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da geht die Straße lang. Der Pass liegt da hinten links. Wirklich froh, dass ich das noch gemacht habe. Das Schlimmste habe ich, glaube ich, überstanden. Ich hoffe es. Ich habe ja auch jetzt wirklich Glück gehabt, dass die Wolken sich verzogen haben. So, da oben geht es rauf.
Mal sehen, von welchem der 4 Pässe ich dann aus den Ätna sehen kann. Dem bin ich ja jetzt mal gespannt, ob der in den Wolken liegt oder sichtbar ist. Wie haben die da die Windräder aufgestellt? Da braucht man doch einen Kran für. Naja, irgendwie haben sie es geschafft. Sie stehen da. Ich müsste jetzt fast oben sein. Deswegen jetzt hier nochmal der Blick zurück, denn der ist gleich nicht mehr möglich. Und was da aussieht wie eine große weiße Wolke, ist der schneebedeckte Ätna. Wahnsinn! Oh, was für ein Berg! Auch hier liegt wohl öfter mal Schnee. Ja, laut meinem GPS müsste ich jetzt schon am ersten Pass der Portella Mita vorbei sein, aber es war jetzt kein Schild da. Ja, das ist schon beeindruckend. Es gibt da auch eine Straße rauf, aber nicht bis ganz rauf. Natürlich, der ist über 3000 Meter hoch, glaube ich. Ja, und dann muss man mit der Seilbahn weiter. Es ist auch Skigebiet, soweit ich weiß. Ich meine, ich wäre gar nicht so weit von der Schneegrenze weg. Hier an der Nordseite der Berge bleibt er halt liegen. So, hier oben ist sogar ein kleiner Ort. Ich habe jetzt kein Ortsschild gesehen. Sieht aber sehr verlassen aus, auch wenn das Schild auf spielende Kinder hinweist. Recht schön hier. Ich fürchte, hier wohnen nur noch sehr wenige Leute. Ja, die Heilige Mutter Gottes hat mir hier bisher beigestanden. Ich hoffe, sie tut es auch gleich bei der Abfahrt. Und das ist der Ort, durch den ich gerade gefahren bin. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz in ein Panino beißen, aber hier ist es zu kalt. Windräder über Windräder hier oben. Aber es weht auch ein Wind und der ist eisekalt. Die Straße geht jetzt noch mal hoch. Die machen ganz schön Krach, die Dinger. Meine Güte. Es ist inzwischen 12:30. Ich bin eigentlich besser vorangekommen, als ich das beim Aufstieg befürchtet hätte. Und ja, jetzt geht es hoffentlich runter. Hauptsächlich. Mal schauen, ob da noch eine Bergkette dazwischen ist. Wir werden es sehen. Ja, das könnte jetzt schon die Abfahrt sein. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, ob ich über den letzten Pass auch rüber bin. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal aus diesem Wind raus hier. Ja, 1200 Meter kann man durchaus als alpin bezeichnen. Ich meine, der Fernpass wäre so hoch gewesen. In Nordspanien auf dem Jakobsweg bin ich auch einen Pass gefahren, 1200 Meter. Der war allerdings viel steiler. Und dann war noch einer 1500 Meter, den habe ich kaum gemerkt. Da war ich wahrscheinlich schon so hoch, dass der nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Ja, macht Spaß, wenn man es hinter sich hat. Hier habe ich jetzt eine kleine Pause gemacht. Hier ist Windschatten und habe mich ein bisschen in der Sonne aufgewärmt. Ich hoffe, dass es jetzt nur noch runter geht, nicht noch ein Berg dazwischen ist. Oh, eine Polizeikontrolle. Da liegt da der Ätna, ein Wahnsinnsberg, wie gesagt. Ich musste mich jetzt wärmer anziehen. Das Trikot, das ich unter der Jacke an hatte, war klatschnass. Das habe ich ausgezogen und jetzt ein Kapuzenpulli drunter. Jetzt geht's. Aber ich habe ordentlich gefroren. Mir ist so kalt. Heute ist der kälteste Tag meiner Reise hier. Und ich muss in die Berge. Ja, da ist er nochmal in seiner ganzen Pracht, der Ätna. Und da unten durchs Tal muss ich gleich durch. Und Richtung Taormina geht es wohl nochmal über diese Berge. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute noch mache. Ja, ich muss immer wieder filmen. Es ist doch wirklich toll hier. Also ich bin so froh, dass ich mich doch noch dazu entschieden habe, hier lang zu fahren. Dank dem Kaffee.
Und da unten liegt jetzt Radazzo, heißt es, glaube ich. Ich hoffe, dass ich mich da mal gleich ein bisschen aufwärmen kann. Mir ist so kalt. Das ist ja auch ein toller Blick. Hier mit der Kirche und dem Ätna und der Altstadt. Ui, das war eine Abfahrt. Toll. Jetzt über die historische Brücke, aber da ist eine Ampel. Ich bin heile unten angekommen. Ich bin so froh. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade diese langen Abfahrten. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal ausgebrochen ist. Der Ätna 2020 oder 2021. Keine Ahnung, noch nicht lange her. Erstaunlicherweise geht es noch weiter runter. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Mal sehen, ob das so bis zum Meer weitergeht. Oder ob ich noch mal über Berge rüber muss. Jetzt mache ich hier mal eine kurze Pause und trockne meine Sachen. Ich hoffe, das Hemd kann ich dann gleich wieder anziehen. Von meinem Pausenplatz ging es jetzt noch mal ein ganz schönes Stück hoch. Und das fahre ich jetzt wieder runter. Meine Beine sind inzwischen sehr, sehr müde. Ich hoffe, ich schaffe das noch bis Taormina, denn da habe ich mir jetzt ein Hotel gebucht. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch auf 600 Meter Höhe bin. Da geht es zum Meer also noch ordentlich runter. Aber vielleicht liegt noch was dazwischen. Mal schauen. Aber jetzt bin ich Vollgas auf dieses Römerpflaster gefahren. Ja, aber hier gibt es einen sehr schönen Platz. Den muss man sich ja mal anschauen. So, endlich wieder Teer. Aber ich bin immer noch auf über 500 Meter. Ein letzter Blick auf den Ätna, der leider jetzt im Gegenlicht liegt. Und von hier aus sieht er komplett anders aus. Das ist ein schönes Stadttor hier. Und wieder schreckliches Pflaster. Ui. Nein. Und da musste ich runterfahren, der blanke Horror. Aber ich habe es geschafft. So, da kann man schon mal das Meer sehen. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht mehr so viele Römerstraßen. Aber ich bin noch ganz schön hoch. Ah, das ist doch mal ein Ausblick. So, ich hoffe, ich bin jetzt endlich unten. Das müsste Fiumicefredo di Sicilia sein. Und jetzt geht es in Richtung Taormina. Ich nähere mich jetzt Taormina und der Verkehr hat dramatisch zugenommen. Also, es ist schwer, das zu verkraften nach der schönen Ruhe heute Morgen in den Bergen. Aber ich komme durch. So, wir sind schon mal am Meer. Das ist schon mal ganz gut. Und hier sieht es ganz nett aus. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wo Taormina nun eigentlich liegt. Wir werden es sehen. Es soll eine Seilbahn geben. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch auf hat, wenn ich ankomme. Jetzt muss ich noch um diese Felsnase rum. Dann müsste auch bald mein Hotel kommen. Das ist jetzt der Blick zurück. Natürlich geht es zum Hotel hoch. Und das ist nochmal der Ätna, leider komplett in Gegenlicht. Ja, und das da oben müsste Taormina sein. Was für eine Küste hier. So, das müsste mein Hotel sein. Ich muss nur den Eingang finden. Scheint da zu sein. Ich habe eingecheckt. Ist ein ganz einfaches kleines Zimmer mit einem Bett, einem Schreibtisch und einem Schrank hier neben mir. Und einem winzigen Bad, was aber völlig ausreichend ist. Ja, und das Spektakuläre an diesem Zimmer ist der Balkon mit dieser Aussicht. So, ich mache mich jetzt schnell frisch und dann gehe ich hoch in die Stadt. Ich habe mich frisch gemacht und bin auf dem Weg in die Stadt.
Die Seilbahn ist außer Betrieb. Wir sind in Italien. Der Bus fährt erst in einer halben Stunde, also kletter ich jetzt hier die Stufen rauf. Das ist der Blick nach Norden. Da fahre ich morgen Richtung Messina. Vielleicht hätte ich doch besser auf den Bus warten sollen. Meine armen, müden Beine. Ich bin schon hoch, aber noch nicht hoch genug. So, die erste Plattform ist erreicht. Ich hoffe, es geht jetzt nicht viel höher. Ich bin oben angekommen und das hier ist wohl die Hauptstraße mit den Hauptattraktionen von Taormina. Ganz schön viel los hier und obwohl es hier so die Haupttouristenmeile ist, fahren hier auch Autos. Ja, die Häuser sind natürlich wunderschön hier. Und am Ende der Straße ist ein ziemlich großer Platz mit einer Kirche. Am Ende der Hauptstraße ist die Piazza Nuova Aprile und da befindet sich die Chiesa di San Giuseppe. Ja, da geht es aber noch weiter und das schaue ich mir jetzt an. Das ist der Domplatz mit dem Dom und dem dazugehörigen Brunnen. Und hier stehen einige Paläste. Das ist jetzt noch ein Teil der alten Stadtmauer mit einem der Stadttore. Das andere erhaltene Stadttor haben wir ja schon am Anfang gesehen. Ich beende jetzt das Video hier mit Blick auf den Ätna. Ich bin wirklich froh, dass ich diese Strecke heute noch gefahren bin und diese wunderschöne Stadt jetzt noch erleben durfte. Ich schlendere jetzt noch ein bisschen durch den Ort, schaue mich noch in Ruhe um und gehe vielleicht noch was essen. Und morgen fahre ich dann Richtung Messina. Vielleicht setze ich sogar nach Kalabrien über und beende meine Sizilienreise. Mal sehen. Wenn du wissen willst, was ich dann morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!